Ja, hallo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir und als erstes wünsche ich euch frohe Ostern und ich habe mir heute was anderes überlegt, als kleines Osterei vielleicht, aber was, das seht ihr gleich nach dem Intro. Bis gleich! Ja, hallo Leute, willkommen wieder zu einem neuen Video von mir. Heute haben wir hier einen Patienten und zwar, ihr seht schon, das ist der Cadillac Fleetwood Brougham oder Brougham, den ich schon vorgestellt habe. Link dazu natürlich in der Beschreibung. Und bei dem gibt es ein kleines Problem. Ihr seht schon, ich habe den Wagen aufgeschraubt. Und zwar, ich habe den gebraucht gekauft gehabt vor Monaten. Und der Versender hatte mir gesagt, der Wagen ist in Ordnung. Das war er leider nicht. Ihr seht hier diese Plastikteile, die eigentlich hier drauf befestigt gehören, damit hier die Achse auch stabilisiert wird. Und hier sind auch die Schrauben, wie ihr seht. Ja. Die habe ich jetzt hier mal daneben gelegt. Das sind 4 kleine Schrauben, Kreuzschlitz. Und hier ist ebenfalls das Teil abgebrochen und das hat immer drin geklappert. Und ich habe mir gedacht, was ist das? Und der Wagen war auch leider nicht ganz festgeschraubt, nur auf einer Seite. Komischerweise waren aber beide Teile ab. Er hat natürlich gesagt, dass der Wagen ganz verschickt worden ist, aber naja gut, da kann man nichts dagegen machen. Ich werde jetzt versuchen, den Patienten hier zu reparieren und zeige euch gleich, ob das Ganze geglückt ist oder nicht. Dazu nehme ich solche kleinen Kleber hier, Miniaturkleber für Miniaturautos, ne? Und ich werde das versuchen jetzt anzukleben und dann zuzuschrauben. Ich werde euch ein paar Bilder machen und mal sehen, ob ich das schaffe. Ich denke aber schon. Und dann ist dieser Wagen auch wieder fertig und kann in der Verpackung gelagert werden. Richtig angeschraubt. Ich wollte euch noch sagen, bei der Gelegenheit, ich war ganz schön, naja, enttäuscht ist vielleicht das falsche Wort, weil ich habe es ja gesehen, dass es nicht so teuer gemacht ist, beziehungsweise hochwertig. Ich meine, das ist halt sehr, sehr schlicht hier drin. Ne? Ihr seht, die Achse hier, ja, wird einfach nur gehalten durch so einen Plastikeinsatz, wie auch immer man das nennen möchte. Da hinten seht ihr das. So eine kleine Kuhle. Und im Prinzip ist das der ganze Unterboden. Ist natürlich nicht so das Optimum. Und hier drin, ja. Ich sag mal, von Weitem sieht der Wagen besser aus, als wenn man detailliert in den Innenraum guckt. Aber naja, ist trotzdem von Weitem, wie gesagt, ein schönes Modell. Aber eben halt aus Resin und nicht aus Metall. So Leute, kurzes Update. Ich habe es befestigt, reingeklebt mit einem Sekundenkleber. Und mir ist auch noch was Dummes passiert. Ich habe, warum auch immer, hier hinten, hier in dieses Loch, die Schraube reingesteckt. Und das ist die falsche. Ja, da kommen ja die größeren rein. Ich habe eine von diesem Loch reingesteckt. Und jetzt habe ich es nicht mehr rausgekriegt. Ja, jetzt habe ich eine halbe Stunde lang rumgefummelt, um das Ding rauszubekommen. Aber ich habe es letztendlich geschafft, weil hier oben war so ein Kleberest drauf. Ja, hier. So ein Teil. Und den habe ich im Prinzip mit dem Messer abgekratzt. Und da konnte ich dann die Schraube mit dem Zahnstocher auch hinten rausschieben. Holy moly, das war eine ganz schöne Tortur. Aber... und Dummheit zugleich. Aber es ist geglückt und ich werde das Auto jetzt zusammenschrauben und in der Hoffnung, dass das hält und ich dann das Auto wieder befestigen kann in der UVP. Nochmal ein kleines Update zwischendurch. Ich habe gerade bemerkt, dass hier auch ein Teil fehlt. Und zwar, ihr könnt sehen, hier wird die Achse aufgehängt. Ist hier auch abgebrochen. Schönen Dank auch. Jetzt habe ich eine halbe Stunde lang gesucht, oder mindestens eine halbe Stunde, weil das auf dem Teppichboden lag und ihr wisst, Teppichboden und kleine Teile ist schlecht. Aber ich habe es gefunden. Das werde ich jetzt auch noch ankleben. Und wieder zurück zu dem Patienten und wie ihr seht, er ist wieder ganz. Er ist ja, zugeschraubt. Die Teile drin sind fest. Es klappert nichts mehr, wie ihr sehen könnt. Ja. Und ja. Der Wagen ist im Prinzip wieder fortgemacht und kommt jetzt ins Regal oder in die Packung. Mal schauen, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Auf jeden Fall dachte ich jetzt mal ein anderes Video für euch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen da, einen Kommentar, wenn ihr wollt und abonniert mich,
schaltet die Glocke ein und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch übrigens frohe Ostern. Man sieht sich. Bis dahin. Ciao.